Ja, herzlich willkommen im neuen Jahr 2024. Ich freue mich sehr auf dieses Jahr, muss ich sagen. Und ich möchte heute ein Thema zum Gegenstand dieser Serie machen, das vielleicht ein bisschen breiter angelegt ist. Und zwar geht es um die Strategie, die Zukunftsstrategie Forschung und Innovation, die unsere Bundesregierung aufgelegt hat, die natürlich sehr wichtig ist, weil es letzten Endes uns alle betrifft und letzten Endes halt auch, sagen wir mal, eine Blaupause auch durchaus darstellt, wie wir letzten Endes halt auch technische Innovationen nutzen, um uns gesellschaftlich und volkswirtschaftlich weiterzuentwickeln. Diese Forschungsstrategie, die Zukunftsstrategie Forschung und Innovation, um es genau zu sagen, die verfolgt eigentlich im Wesentlichen drei große Ziele. Zum einen soll sie dafür sorgen, dass Deutschland nachhaltiger wird, also dass wir besser mit unseren Ressourcen umgehen und die Umwelt schützen. Zum anderen zielt sie darauf ab, dass Unternehmen wettbewerbsfähiger werden, also dass wir letzten Endes in die Lage versetzt werden, auch durch neue Technologien uns Wettbewerbspotenziale zu unterschließen, beziehungsweise unsere Unternehmen das tun, die dann eben auf dem Weltmarkt eben auch erfolgreich sind mit diesen neuen Angeboten. Und das dritte große Ziel ist das Souveränitätsziel, also dass wir eine gewisse Autonomie haben, auch in Bezug auf digitale Technologien, dass wir Abhängigkeiten reduzieren und dass wir weiterhin in der Lage sind, unsere Geschicke selber in die Hand zu nehmen. So, und ich habe zwar jetzt von digitalen Technologien gesprochen, aber letzten Endes ist diese Zukunftsstrategie allgemein aufgefasst und betrifft eben nicht nur Digitales, sondern auch andere Forschungs- und Technologiefelder. Aber es gibt eben halt in dieser Zukunftsstrategie, die gegliedert ist nach sogenannten Missionen, die Version Nummer 4, und das muss ich jetzt kurz ablesen, den Titel, da heißt es nämlich, digitale und technologische Souveränität Deutschlands und Europas sichern und Potenziale der Digitalisierung nutzen. Und das ist natürlich etwas, was uns hier als Institut, aber auch den gesamten Fraunhofer Verbund I&K Technologie natürlich im Kern berührt. Und wir glauben, dass wir diese Mission 4, die sich eben halt mit den digitalen Technologien und der bestmöglichen Nutzung, aber auch der Souveränität über diese Technologien, dass wir dadurch ein ganz wichtiges Themenfeld haben, wo wir natürlich einerseits als Fraunhofer auch gerne beitragen wollen, aber das eben halt mit Partnern zusammentun und wo wir natürlich auch gewisse Empfehlungen aus unserer Sicht halt abgeben. Und wir glauben, dass wir einerseits sehr gut beraten sind, wenn wir in Bezug auf die Souveränität im digitalen Raum uns vornehmen, dass wir letzten Endes den Anspruch haben, diese Technologien auch alle selber beherrschen zu können und eben halt auch entwickeln zu können. Das wird uns nicht in jedem Bereich alleine gelingen, da muss man sich vielleicht zusammentun mit Partnern, aber grundsätzlich müssen wir, glaube ich, den Anspruch haben, dass wir in diesem Missions 4 Themenfeld, also der digitalen Technologien, diese Dinge nicht nur verstehen, sondern dass wir auch Schlüsseltechnologien selber entwickeln und Innovationen in diesen Themenfeldern selber vorantreiben. Grundsätzlich kann man, glaube ich, sagen, dass dafür zwei Dinge ganz wichtig sind. Sicherlich gibt es noch mehrere, aber zwei sind, glaube ich, herauszustellen. Das ist auf der einen Seite, dass wir tatsächlich digitale und auch Innovationsökosysteme bauen. Wir glauben, dass wir gut beraten sind, wenn wir uns zusammentun und Ökosysteme letzten Endes halt schaffen, die eine gewisse Offenheit haben, also wo man niemanden dirigistisch zwingt, etwas zu tun, sondern wo man vielmehr den Boden bereitet, dass verschiedene Akteure unter einem gemeinsamen Ziel, mit einem gemeinsamen Verständnis auch sagen wir mal, des jeweiligen Nutzers, des Kunden, zusammenarbeiten, um eben halt die Zielsetzung dieser Mission 4 der Zukunftsstrategie zu erreichen und damit eben auch einzahlen auf Souveränität, Nachhaltigkeit und Wettbewerbsfähigkeit im digitalen Raum. Das ist der eine Punkt. Also wir glauben, dass wir tatsächlich Ökosysteme stärken müssen, weil sie uns erlauben, zusammenzuarbeiten, ohne einzelne Akteure zu sehr einzuschränken und eben halt die Kraft der vielen nutzbar zu machen. Auf der anderen Seite glauben wir auch daran, dass ein zweiter ganz wichtiger Punkt in dieser digitalen Mission der Zukunftsstrategie, so möchte ich sie jetzt mal nennen, ist, dass wir einerseits Kompetenzbildung betreiben.
Das betrifft sowohl Organisationen, wo die Reifegrade im Umgang und auch in der Entwicklung mit digitalen Technologien immer eigentlich noch sehr gering sind, und auf der anderen Seite aber auch uns alle als Individuen, als Bürger dieses Landes, indem wir einfach besser verstehen, welche Werthaltigkeit in digitalen Technologien vorhanden ist und wie wir letzten Endes auch bestmöglich damit umgehen. In diesem Kontext ist sicherlich auch zu erwähnen das Thema der Governance. Das ist immer so ein bisschen auch zweischneidiges Schwert, weil jeder, der governt, findet das irgendwie okay, aber die gegoverned werden, haben meistens ein Problem damit. Insofern sollte man diesen Begriff Governance so fassen, dass wir tatsächlich Rahmenbedingungen schaffen, Regeln schaffen für eine faire Wirtschaft, eine faire Ökonomie, wenn es dazu kommt, die digitalen Technologien auch zu nutzen. Aus unserer Sicht sind das zwei Schwerpunktbereiche in, wie gesagt, dieser Mission der digitalen Souveränität für Deutschland und Europa, wie gesagt, der Zukunftsstrategie allgemein. Und ich möchte im dritten Punkt auch 3 Beispiele geben, was das denn heißen könnte. Heutzutage kommt man um künstliche Intelligenz nicht herum, was auch gut ist. Wir alle nutzen sie und es ist natürlich ein riesiges Innovationspotenzial. Und für uns als Fraunhofer Institut für Software und Systemtechnik glauben wir, dass wir sehr stark insbesondere Foundation Models, also grundlegende KI-Modelle, als nächsten Evolutionsschritt, als Potenzial auch sehen müssen, um das, was wir schon häufig gesagt haben, dass nämlich Deutschland und Europa auf einem Datenschatz sitzen, diesen auch verfügbar zu machen. Wir könnten uns also vorstellen, dass man als Evolutionsstufe im Data Management anstrebt, dass wir Foundation Models haben für bestimmte Domänen, die dann aber immer noch, sagen wir mal, eine ganze Reihe von verschiedenen Einzelanwendungen der KI unterstützen können, schaffen. Und da sollten wir eben sehen, wie gesagt, im Sinne der Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen, der Nachhaltigkeit, aber auch im Sinne der Souveränität, dass wir das eben auch selber anstreben als Gesellschaft, als Volkswirtschaft, um eben halt nicht in Abhängigkeit zu geraten von einzelnen Akteuren, die diese Foundation Models dann besitzen. Weil man kann sich leicht vorstellen, dass, wie gesagt, unter Nutzung der Datenschätze, des Wissens, was wir haben, die Foundation Models natürlich ihrerseits letzten Endes Grundlage bilden für einzelne KI-Anwendungen. Und hier sollten wir, glauben wir, schon eine gewisse Souveränität auch wahren und eben halt einen offenen Ansatz auch verfolgen. Ein zweites Beispiel zur konkreten Ausgestaltung dieser Mission Nummer 4 in der Zukunftsstrategie dreht sich um das ganze Konzept der digitalen Zwillinge, was seit einigen Jahren sehr diskutiert wird, und man kann auch sagen, naja, also wenn solche Hype-Begriffe diskutiert werden und als sprichwörtliche Sau durch das Dorf getrieben werden, haben sie wahrscheinlich auch irgendwann so das Ende ihres Begriffslebenszyklus erreicht. Aber ich hatte an anderer Stelle eben schon mal gesagt, dass der Begriff des digitalen Zwillings eigentlich viel vereint, was wir in einer ganzen Reihe von technischen Entwicklungen über die letzten 10, 20 Jahre erlebt haben, also Datenmodellierung, auch Datenverfügbarmachung, Big Data Analytics und so weiter, und dass wir den Begriff des digitalen Zwillings schon auch so sehen, dass hier natürlich eine Verbindung zwischen einem dinglichen Gut hergestellt wird und seiner digitalen Repräsentanz, aber das nicht nur zu einem gewissen Moment, sondern eben halt auch letzten Endes erlaubt, dass man, sagen wir mal, in der Zeit zurückschauen kann und eben vielleicht auch, sagen wir mal, gewisse Prognosen in die Zukunft machen kann und gewisse Recommender-Systeme auch integriert in digitale Zwillinge, die uns dann auch erlauben, sagen wir mal, die Zukunft zu planen. Das sehen wir einerseits im persönlichen Umfeld, dass wir letzten Endes digitale Repräsentanzen unserer selbst haben, aber wir glauben eben auch, dass das für den industriellen Bereich sehr, sehr wichtig werden wird und dass eben digitale Zwillinge Grundlage nicht nur effizienterer Wertschöpfungsketten sind. Wir sehen das beispielsweise bei dem Datenökosystem Catena X, was das Ziel hat, die Automobilwirtschaft tatsächlich auf ein nächstes Level der Nachhaltigkeit und Produktivität zu heben. Und es ist völlig klar, dass digitale Zwillinge, also digitale Abbilder, die angereichert sind durch ganz viele Phasen des Produktlebenszyklus, ein Kernelement, eine Basis, das Rückgrat sozusagen sind von modernen, wettbewerbsfähigen Wertschöpfungsstrukturen in dieser Industrie.
Das ist also ein Grund für die digitalen Zwillinge. Wir sehen aber auch, dass die ganzen Entwicklungen rund um das, was man teilweise als Industrial Metaverse bezeichnet, natürlich darauf basieren, dass wir reichhaltige digitale Zwillinge haben, dass wir also die Daten überhaupt verfügbar machen und letzten Endes halt auch über verschiedene Akteure in so einer Wertschöpfungskette dann auch teilen können, damit die richtigen Informationen, die richtigen Daten im Industrial Metaverse für den richtigen Nutzer, für den, der die Daten braucht, dann auch verfügbar gemacht werden. Und das halten wir für eine ganz große Entwicklung, weil wir, ich hatte es eben in Bezug auf digitale Zwillinge schon grundsätzlich gesagt, aber das Industrial Metaverse auch tatsächlich sehen als, naja, sagen wir vielleicht nicht unbedingt eine disruptive Innovation, sondern eigentlich, manchmal nutzt man den Begriff der Integrationsinnovation. Also hier konvergieren verschiedene Technologieentwicklungsstränge und bilden sozusagen in ihrer Integration etwas Neues, was dann letzten Endes halt auch ja, weiterführende, mehrwertstiftendere Dienstleistungen, zum Beispiel im industriellen Bereich, halt ermöglicht. Das ist das zweite Beispiel, was ich geben möchte. Das dritte Beispiel, was als Schlüsseltechnologie und damit letzten Endes halt auch als Innovationsroadmap unserer Ansicht nach sehr große Bedeutung hat, wenn wir die Zukunftsstrategie für den Digitalbereich ausprägen, ist das ganze Thema Cybersecurity und Cybersicherheitsmanagement. Und wenn wir von technologischer Souveränität reden und darüber, dass wir Ökosysteme aufbauen, dann ist aus unserer Sicht ganz wichtig, dass wir verstärkt weiterarbeiten an Zero-Trust-Technologien. Das ist immer so ein bisschen eigentlich ein etwas, ja, sagen wir mal, im ersten Moment etwas nicht ganz intuitiver Begriff, weil man denkt, oh, wenn ich dann irgendwie diese Technologien nutze, habe ich irgendwie Zero-Trust. Das ist ja eigentlich nicht das, was ich will. Es ist ja anders gemeint, dass man letzten Endes Technologien nutzt, um keinem einzelnen Akteur irgendwie vertrauen zu müssen, sondern sozusagen halt das Vertrauen durch die Nutzung der Technologie halt kommt. Also Distributed Ledger Technologien sind ein gutes Beispiel dafür und man kann sich auch vorstellen, dass diese Entwicklung zu etwas führt, was seit einigen Jahren mit Decentralized Autonomous Organization halt bezeichnet wird, also eine völlig dezentrale Organisation, die dann auch dazu führt, dass man eben halt keine Hierarchiestrukturen mehr hat, wie wir sie üblicherweise in organisationstheoretischen Konzepten finden. Also letzten Endes auch nicht mehr darauf angewiesen sind, dass wir, ich sag mal, Firmenstrukturen haben. Das wird uns wahrscheinlich nicht in jedem Bereich sofort übermorgen über den Weg laufen, aber diese Richtung, dass wir versuchen, tatsächlich Zero Trust zu erreichen über Technologien, aber dann eben auch organisational. Da glauben wir, das ist ein sehr interessanter Weg, der eben halt, wie gesagt, einzahlen würde auf diese drei Ziele: Nachhaltigkeit, Souveränität und Wettbewerbsfähigkeit. Und wir glauben auch, dass wir darüber in dem Bereich Cybersecurity und Cybersicherheitsmanagement gut beraten sind, sehr stark auch Open-Source-Technologien nutzbar zu machen, weil sie eben halt dazu führen, dass wir Open-Source-Entwicklungsprozesse und auch die Ergebnisse von Open-Source-Prozessen auch als Vertrauensanker schon mal an sich sehen können, weil ja, das offen ist, also der Prozess ist offen und das Ergebnis, wenn es sich um Software handelt, ist eben auch quelloffen. Das heißt, jeder kann schauen und jeder hat Transparenz darüber, was da passiert und wie das Ergebnis aussieht, was eben tatsächlich zu einem erhöhten Vertrauensniveau schon mal in sich beiträgt. Und wir müssen uns, glaube ich, dann auch Gedanken machen, und das ist etwas, wo noch tatsächlich sehr viel auch Gehirnschmalz reinzufließen hat, auch aus der Forschung, wie wir dann dem alten Spruch gerecht werden können: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Wir sehen, dass gerade beim Aufbau von vielen Lösungen, auch in Ökosystemen oder Data Spaces, dass die Frage der Zertifizierung, also der Überprüfung dessen, dass eine Lösung tatsächlich das halt auch tut, was sie verspricht, einen ganz großen Stellenwert einnimmt. Und wir müssen uns alle zusammen, glaube ich, weiterhin gut überlegen, wie wir Zertifizierung ermöglichen, ohne aber zu hohe Eintrittsbarrieren zu erzeugen. Denn typische Zertifizierungsverfahren, wie wir sie am Ende auch vom TÜV oder so kennen, wenn wir unser Auto überprüfen lassen, sind sehr langwierig und vor allen Dingen kostenintensiv. Und wir brauchen Dinge, die leichtgewichtig sind, die in Richtung Self-Certification gehen, damit wir eben halt zusätzlich zu Zero-Trust-Technologien und Konzepten wie der DAO eben halt auch dazu kommen, dass wir eine Zertifizierung gewährleisten können, ohne aber eben halt zu viel Overhead zu erzeugen.
Also, man sieht, wir haben in der Zukunft viel zu tun. Möglicherweise wird es uns auch nicht gelingen, bis Ende dieses Jahres schon all die Fragen, die ich eben so angerissen hatte, zu lösen. Aber wir sind voller Enthusiasmus und guter Dinge, hier voranzugehen und schrittweise diese spannenden Forschungsfelder zu bearbeiten. Und da freuen wir uns sehr drauf.